Hi meine Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Lost Place Video. Heute geht es in eine alte Kaserne, die auch wieder in Deutschland liegt. Und ja, das soll ein Casino, eine Pionierschule sein von früher. Die will ich mir mal heute ganz gerne anschauen. Da bin ich gerade auf dem Weg mit euch dahin. Viel Spaß bei dem Video und dann sehen wir uns gleich wieder vor oder in der Location. Bis gleich. Zwischen ordentlich renovierten und leicht imposanten steinverkleideten Gebäuden steht ein verdächtig verfallenes und vernachlässigtes Haus. So interessant all diese Gebäude auch sind, mein Hauptinteresse gilt dem einzig verfallenen, dem Offizierscasino, dem ehemaligen Offizierscasino der Wehrmacht und später des sowjetischen Militärs. 1935 bis 1938 legte die Wehrmacht einen Garnisonsstützpunkt an, den Pionierübungsplatz. Der Stützpunkt gliederte sich in den eigentlichen Garnisonsbereich. Das Test- und Übungsgelände außerhalb davon, Unterkünfte für Offiziere und Unteroffiziere sowie Quartiere für zivile Wehrmachtmitarbeiter. Das Offizierscasino erfüllte unter den Sowjets denselben Zweck wie unter der Wehrmacht. Allerdings schmückten sie es zusätzlich mit ein paar Mosaiken und Wandbildern. Die 7. Garde-Panzerdivision zog schließlich zurück nach Ukraine und wurde 1990 aufgelöst. Die restlichen sowjetischen Truppen verließen 1992 den Stützpunkt. Die Sowjets nutzten die gesamte Garnison und errichteten ein ungewöhnliches Ehrenmal. Jetzt viel Spaß weiterhin bei dem Video und bin gespannt auf eure Kommentare. So Leute, die haben den Eingang der ehemaligen Pionierschule oder des Casinos gefunden. Und ja, wie ihr schon seht, sind hier viele Graffitis dran. Hier noch ein altes Relikt von früher. Und ja, hier nochmal ein Außenblick der Schule. Das sieht mir auch wieder aus wie eine Halle, vielleicht auch Sporthalle mal früher gewesen. Ja. Könnte gut möglich sein. Mal schauen, was in den einzelnen Räumen hier ist. Alter Schrank. Noch von früher, aber sonst vielleicht auch irgendwie einfach, sage ich jetzt mal, ein Lager. 95. Von 95? Ja. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Alte Zeitung, wa? Ja, es scheint hier Werkstatt oder irgendwas Ähnliches gewesen zu sein.
Ja. Gehe ich nochmal rüber. Sozusagen hier sieht mir aus, als ob es das Theater hier ist mit der Plattform. Und ja. Und das hier nochmal, auch nochmal ein großer Raum mit Leisten noch an der Decke. Auch sehr cool anzusehen. Nein, ich korrigiere, das ist hier das Theater. Wow. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr stark. Zwar schon sehr stark verfallen, aber trotzdem sehr, sehr schön anzusehen. Oben an der Decke alles schon sozusagen extrem verrostet. Man muss aufpassen, dass man hier nicht noch zwischenkracht, und das ist sozusagen die andere Seite. Und ja, das ist hier noch einmal der hintere Bereich des Theaters. Ich glaube, das ist auch so der sehenswerteste Teil hier des Ganzen. Sehr, sehr schön. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht da oben nochmal hochkommen, wo vielleicht die Projektoren da oben waren. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da auch nochmal hinkommen. So, das ist der andere Bereich, der andere Seitenflügel der Kaserne. Das sieht mir hier auch nochmal wie, ja, gute Frage, was könnte das hier sein, der Raum? Ja, gute Frage. Was könnte das hier für ein Raum sein? Auch? Schulungsraum? Nee. Ist das irgendwie... Nee, ich weiß es nicht. Irgendwie... Ja. Es kann sein, dass hier Tische standen und Stühle. Und dass das vielleicht so ein bisschen übergeordnet ist. So, ja, das könnte natürlich sein. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ja. So, auf geht's in die letzte Etage hier. Und hier oben ist auf jeden Fall nochmal ein sehenswertes Bild. Und hier sieht man auch noch, hier sind noch die Steinplatten, und hier oben ist halt auch nochmal ein sehr, sehr schönes Bild, aber leider auch nicht mehr ganz vorhanden.
So, jetzt bin ich hier noch in dem letzten Raum. Hier seht ihr auch noch das sozusagen, ja, mittlerweile leider alles hier in die Jahre gekommen ist. Schade, schade um das Objekt. War früher mal bestimmt sehr, sehr schön gewesen. Ja, und hier seht ihr halt auch nochmal das Gerätschaften oder ja, dass mittlerweile Stangen aus der Decke ragen. Sieht man hier nochmal ganzes Gerüst sozusagen hier schon in dem Bereich ist. Und von hier aus sind wir unten reingekommen. Da gehen wir jetzt auch wieder raus. Es war hier ein cooler Einblick heute schon mal. Ich denke wirklich. So, hier am Ende der Straße haben wir nochmal ein, ja, ich glaube, ein russisches Relikt auf jeden Fall, wenn ich es mal so nennen darf. Auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr cool, muss ich schon sagen. Und ja. Der VEB Papierfabrik Dessau war früher ein Zweigbetrieb der Leipziger Wellpapierfabrik Moll und Söhne mit Sitz in Lucca, Sachsen. 1900 war die Firma als Leipziger Wellpapierfabrik Gräßle, Laupitz und Co. entstanden. Die Wellpappe war aus den USA über England nach Deutschland gekommen. Das Unternehmen The Thompson & Norris Co. aus Brooklyn, New York, agierte seit 1883 in Europa mit dem revolutionären Verpackungsmaterial, dessen Erfindung allerdings auf dem Patent der Engländer Edward Charles Healy und Edward Ellis Allen von 1956 zurückging. 1992 gründete Fedor Schön in Köhn die erste selbstständige deutsche Wellpappefabrik. Er nutzte die Gunst der Stunde, auf ein erloschenes Patent zu reagieren und lizenzfrei zu produzieren. In der DDR gehörte die Fabrik als Werk 3 zum VEB, Vereinigte Zellstoff- und Papierfabriken Merseburg. Steht da drauf. Und schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Fahrstuhl. Nebengebäude. Okay, das waren die Toiletten früher mal gewesen hier. Und die Duschen. Auch eine zweite Kammer. Ja, ich guck mal hier rein in den Kammern, was das für Kammern sind. Ja. Das sind richtige alte Kammern hier.
hier kommen wir auf die andere Seite. Also wir sind direkt hier rein in der Papierfabrik, wo auch Kammern sind. Jetzt gehen wir mal die Etagen hier hoch. Verschiedene Nebenräume. Viele Fässer stehen hier noch rum. Sehr, sehr viele Fässer. Das ist sozusagen hier ein Seitenraum. Und hier der Seitenraum oder Durchgangsraum von der anderen Seite. Nochmal mit einem Holzschrank. Gehen wir hier hinten nochmal lang. Viel Gerümpel zu sehen. Ja, hier in den Nebenräumen seht ihr auch schon, die Natur holt sich langsam alles zurück. Ihr seht schon, die Lampe hängt total runter. Und ja, hier seht ihr auch, wie lange das hier schon leer ist. Das war so, wir werden jetzt mal eine Etage gleich höher gehen. Hier sind auch halt alles nochmal sozusagen viele Papiere zu sehen. Auch von früher noch. Die ganzen Papiere. Alter Schuh noch zu finden. Und hier ist auch nochmal ein Nebenraum. Ja, der auch sehr, sehr heruntergekommen schon ist mittlerweile. Wir gehen mal jetzt weiter nach oben. So, wir gehen mal weiter. In der ehemaligen Papierfabrik. Also ihr seht, wie weit das hier noch nach oben geht. Und wow. Also hier sehen wir auch noch mal sehr, sehr viele Papiere. Alles drum und dran, also alles noch vollkommen eingerichtet. Und hier sehen wir auch alles nochmal Zeichnungen oder Relikte von früher. In der ehemaligen Papierfabrik. So,
So, hier ist auch nochmal ein Nebenraum. Hier waren früher die Duschen. Aber leider mittlerweile alles schon, ja, sag ich mal, kaputt, wie ihr seht. So, ja, hier ist auch nochmal ein Mittelgebäude. Ein sehr, sehr großes Mittelgebäude. Der ehemaligen Papierfabrik. Und das scheinbar war früher mal der Umkleideraum der Männer gewesen, der mittlerweile auch leider sehr von der Natur übernommen worden ist. Ja, wir sind jetzt wieder hier eine Etage weiter oben. Hier sieht das Ganze nämlich jetzt so aus, der Papierfabrik. Oben sehen wir noch alte Lampen und schließlich den Fahrstuhl. Und ja, mal gucken, was hier noch ist. Ja, das ist einfach nur sozusagen Werkbankstisch. Na gut, gehen wir mal noch eine weiter nach oben. Des Ganzen. Jetzt sind wir hier wirklich ganz, ganz oben, meine Freunde. Ihr seht, wie weit es nach unten geht. Komisch. Hier ist auch nochmal irgendwie eine alte Maschine von früher. Die hier auch sozusagen verrostet. So, meine Freunde, raus aus dem Gelände, und ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Ich würde mich über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Bis zu den nächsten YouTube-Videos. Bis dann. Ciao.